Sommer 2024. Zeit über den GMC M6 Fargo zu sprechen. Haha, Freunde, aber nicht über diesen hier. Nein, wir sprechen heute über die Version aus 2018. Willkommen in der Norbenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute lade ich euch mal wieder ein zu einem Kobi Classics Video. Wir sprechen nämlich heute über das Kobi Set 2387, den GMC M6 Fargo mit der 37 mm Abwehrkanone gegen Panzer. Und dieses Video ist etwas ganz Besonderes, denn ich kann dieses Video nur machen dank der tollen Community da draußen, nämlich dank euch. Warum, weshalb, wieso, klären wir gleich alles hier auf dem Bautisch. ...2024 hat Kobi es neu aufgelegt, deswegen bauen wir vorab die 2018er Version, das Kobi Set 2387, die 37 mm GMC M6 Fargo Panzerabwehreinheit, das Fahrzeug, das einer der ersten Panzerjäger der amerikanischen Streitkräfte war. 250 Steinchen und eine Minifigur, natürlich aus der Historical Collection World War II und ein ganz liebes Geschenk eines Community-Mitgliedes. Deswegen dickes Herzchen an den lieben Robert. Schreibt bitte mal stellvertretend für mich ein Dankeschön, eine 8 unten in die Kommentare. Super klasse, dass ich dieses Fahrzeug hier von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Auch erwähnenswert natürlich hier, dass Kobi wieder auf dem Artwork damals eigene Sets versteckt hat. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir, dass unser GMC 19 cm lang und 8,5 cm hoch wird. Je nachdem, denke ich mal, wie wir hier die Kanone verstellen. Und wir haben natürlich Fakten, die ihr gleich bei den Infokarten bekommt. Und ein Originalfoto sowie eine Minifigur. Ich werde mich freuen, nachher mal den Maßstab nachzurechnen. Und vor allen Dingen freue ich mich jetzt, einmal dieses Fahrzeug fliegen zu lassen, um in den Karton zu schauen, liebe Freunde. 11 Freunde sollt ihr sein, 11 Bautüten haben wir hier auf dem Bautisch, sowie eine leider geknickte Bauanleitung unseres Fargo. Wir sehen hier schon durch den Knick durchlunsen diese Karte, die hier Gott sei Dank noch nicht aus der Anleitung rausgetrennt werden musste. Die Karten für das Tabletop-Game von Kobi. Viele von euch, habe ich gesehen, die diese Fahrzeuge sammeln, haben sich Stands gebaut und stellen diese Karten sogar neben den Fahrzeugen. Vielleicht sollte ich das auch machen. Ich muss aber sagen, ich habe sehr viele davon und viele in den Anleitungen, das meckere ich immer wiederum. Ich verstehe nicht, warum Kobi damals davon ausgegangen ist, dass man seine Anleitung zerschneidet, wobei Kobi ja gar nicht jede Anleitung sogar online zur Verfügung hat, was sehr schade ist. Sprechen wir aber über die Anleitung wie immer bei Kobi. Aufpassen auf den ersten Hinweis, da haben wir nämlich immer eine Legende, welche Sondersteine wir wie wo brauchen. Und dann klemmen wir fröhlich drauf los. Wir haben ja hier keine Bauabschnittstüten, sondern einfach nur unsere 11 Tüten, die wir aufreißen und uns nach Farbenform wie auch immer sortieren. Wir haben keine Seitenzahlen, das heißt, wir bauen von 1 bis wir fertig sind. Und der aktuelle Schritt ist immer der farbliche, der davor ist, ausgegraut. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep. Ich schaue gerade. 56. Ganz wichtig natürlich für euch zur Info, hier in diesen Vierecken findet ihr immer die Steine, die ihr braucht und die Anzahl und Pfeile weisen euch den Weg und es gibt kleine Anlegehilfen, da braucht ihr noch nicht mal Noppen zählen. Für mich immer ein Highlight, warum ich auch gerne Retro-Videos mache oder Retro-Kobi-Sets vorstelle. Hier Stand 2024, ja 6 Jahre alt, sind die letzten Seiten, da gibt es immer eine quasi Zeitreise zu alten Kobi-Sets. Findet ihr hier oben auch auf dem i, klickt drauf, da habt ihr auch eine Zeitmaschine, da findet ihr meine Reviews zu diesen alten Sets. Einige davon, auch hier die abgebildeten, habe ich schon gebaut. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lauschen der Fakten und mir natürlich beim Klemmen. Dankeschön.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild unseres Kobi-Sets 2387. Der GMC M6 Fargo ist ein bemerkenswertes Fahrzeug in der Geschichte des militärischen Transports und der Panzerabwehr. Speziell die Panzerabwehrversion, auch bekannt als M6 Motor Gun Carriage, spielte eine entscheidende Rolle während des Zweiten Weltkriegs, auf jeden Fall am Anfang. Entwickelt und hergestellt von der GMC Truck and Coach Division der General Motors Corporation war der M6 eine Schlüsselkomponente in der taktischen Verteidigung der alliierten Streitkräfte. Im Folgenden werden die technischen Spezifikationen, die Produktion, die Einsatzgebiete und die historische Bedeutung des GMC M6 Fargo in seiner Panzerabwehr-Konfiguration ausführlich behandelt. Der GMC M6 oder M6 Fargo in seiner Panzerabwehrversion basierte auf einem modifizierten Fahrgestell des GMC CCKW 353. Der M6 wog etwa 4600 Kilogramm und war mit einer M3 37 mm Panzerabwehrkanone ausgestattet, die fest auf der Ladefläche montiert war. Die M3-Kanone hatte eine maximale Reichweite von etwa 8800 Metern und konnte mit einer Munitionsdurchdringung von bis zu 60 mm Panzerung auf eine Entfernung von 500 Metern effektiv gegnerische Panzer bekämpfen. Der M6 Fargo wurde von einem 4,4 Liter Reihen-6-Zylinder Ottomotor angetrieben, der eine Leistung von 91 PS bei 3100 Umdrehungen pro Minute erzeugte. Der Motor war wassergekühlt und hatte eine Bohrung von 95,25 mm und einen Hub von 101,6 mm. Der M6 verfügte über eine 4-Gang-Schaltung mit zusätzlichen Rückwärtsgang. Das Fahrzeug hatte einen Radstand von 3658 mm und eine Gesamtlänge von 5791 mm. Die Breite betrug 2184 mm und die Höhe lag bei 2438 mm. Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs betrug 229 mm, was ihm gute Geländegängigkeit verlieh. Die Höchstgeschwindigkeit des M6 Fargo lag bei ca. 72 km pro Stunde und der Kraftstoffverbrauch betrug ca. 30 Liter auf 100 km. Damit würde das Fahrzeug heutzutage kein TÜV bekommen. Die Produktion des GMC M6 Fargo in seiner Panzerabwehrkonfiguration begann im Jahr 1942 und endete im Jahr 1943 mit insgesamt rund 5400 produzierten Einheiten. Diese LKWs wurden speziell dafür entwickelt, schnell und effizient auf Bedrohung durch feindliche Panzer reagieren zu können. Die M6 Fargo-Einheiten wurden hauptsächlich an der Westfront in Europa und im Mittelmeerraum, sprich auch Afrika, eingesetzt. Sie spielten eine besondere Rolle in der frühen Phase des Krieges, insbesondere in der nordafrikanischen Kampagne und während der Operation Torch. Der GMC M6 Fargo war mehr als nur ein Transportmittel. Er war ein Symbol für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der alliierten Streitkräfte. Durch seine robuste Konstruktion und die leistungsfähige Panzerabwehrkanone trug der M6 erheblich zur erfolgreichen Durchführung zahlreicher militärischer Operationen bei. Seine Fähigkeit, schnell auf Panzerbedrohungen zu reagieren, machte ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Kriegsführung am Anfang des Konflikts bzw. zu der Zeit, als die Vereinigten Staaten von Amerika den Konflikt beitraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine große Anzahl von M6 Fargo LKWs an andere Länder abgegeben oder für zivile Zwecke umgebaut. Viele dieser Fahrzeuge dienten in den Armeen der späteren NATO-Staaten und anderer Verbündeter der Vereinigten Staaten von Amerika und halfen beim Wiederaufbau Europas. Der GMC M6 Fargo war auch ein Beispiel für technologische Innovation seiner Zeit. Die Verwendung von standardisierten Bauteilen und die Modularität des Designs erleichterten Wartung und Reparaturen erheblich. Diese Merkmale wurden in späteren Militärfahrzeugen weiterentwickelt und sind bis heute ein Standard in der militärischen Fahrzeugproduktion. Die Integration der M3 37 mm Panzerabwehrkanone in ein leichtes, geländegängiges Fahrzeug war eine strategische Innovation, die Effektivität der alliierten Streitkräfte erheblich steigerte. Die LKWs waren zudem mit einem Allradantrieb ausgestattet, der ihre Geländegetauglichkeit verbesserte. Dieses Merkmal war besonders wichtig in den vielfältigen Einsatzumgebungen, in denen die Fahrzeuge operierten. Darüber hinaus ermöglichte die einfache Konstruktion des Fahrzeugs eine schnelle Produktion und eine unkomplizierte Ausbildung der Soldaten im Umgang mit dem LKW und der Panzerabwehrkanone. Der GMC M6 Fargo war ein wesentlicher Bestandteil der militärischen Logistik und Panzerabwehr während des Zweiten Weltkriegs
Mit seiner robusten Bauweise, Vielseitigkeit und Zulässigkeit half er, die Mobilität der alliierten Streitkräfte zu gewährleisten und trug entscheidend zum Sieg der Alliierten bei. Auch nach dem Krieg, wie erwähnt, blieb der M6 ein wichtiger Bestandteil militärischer und ziviler Fahrzeugflotten weltweit. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum M6 Fargo. Einmal in der Panzerabwehr-Version und auch kurz haben wir einmal über die Lastkraftwagen-Version gesprochen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Kobi Classic Review des Kobi Sets 2387. Freunde, schauen wir uns diesen Klemmbaustein-Bausatz genauer an. Nach 38 Minuten Bauzeit steht er da, unser GMC M6 Fargo mit der 37 mm Panzerabwehrkanone, der M3, von der über 5400 Einheiten im Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Wir kennen diese Kanone zum Beispiel aus Fahrzeugen wie den M3 Stuart oder auch den M3 Grand bzw. Lee. Und natürlich kennt ihr wahrscheinlich dieses Fahrzeug, weil ich habe es euch ja angeteasert. Wir im 2024 im Sommer dieses Set bekommen haben, die 3116, nämlich die Neuauflage im Maßstab 1:35. Ich kann euch gleich sagen, dieses Set, was ich hier gebaut habe in den 38 Minuten, hat einen ganz komischen Maßstab, aber bestimmt nicht 1:35. Ich habe es im Video einfach mal 1:28 genannt. Ihr seht, diese Figur wirkt wie an einem geschrumpften LKW gesessen, und ich habe euch extra mal hier ein paar Fahrzeuge so aus der Zeit gegenübergestellt, damit ihr wisst, warum dieses Fahrzeug so aussieht. Trotzdem hat dieses Fahrzeug auf jeden Fall seine Berechtigung, und ihr bekommt es auch heute noch teilweise bei Kleinanzeigen, bei eBay oder bei Kobi Spezialhändlern oder auch zum Tauschen in Facebook-Gruppen. Alles solches Material, sage ich mal, solche Bezugsquellen habe ich euch immer in jedem meinem Kobi-Video verlinkt. Ihr müsst nur in der Videobeschreibung nachschauen. Zum Beispiel meine Lieblings-Facebook-Gruppe, bei der ich auch Mod bin, die Kobi-Freunde Ger. Oder natürlich meinen Shop-Partner, wo ihr ja sogar einen 15% Rabattcode habt. Stand August 2024. Dieses Fahrzeug, wie gesagt, bekommt man noch, und ich finde, es hat auch eine gute Grundlage für Umbaumaßnahmen, wenn man hieraus vielleicht eine Transportversion, eine MG-Version bauen möchte oder vielleicht sogar einen russischen Geländewagen. Denn ich finde, dieses Fahrzeug sieht auch so ähnlich aus in der Baustruktur wie der russische Geländewagen, der auch beim Brandenburger Tor dabei ist, was ich euch auch hier irgendwann noch einmal vorstellen möchte. Dieses Set habe ich ja von der Community bekommen, und dafür ein ganz, ganz liebes Dankeschön an den lieben Robert, dass er mir dieses Set zum Geburtstag geschenkt hat. Ganz dickes klasse Movement. Ich weiß nicht, da fehlt mir mal die Sprache, da verhaspel ich mich gerne, einfach weil ich es klasse finde, dass solche Zuschauer, die teilweise zu Freunde geworden sind, einem solche Sets dann zum Geburtstag schenken. Den Robert findet ihr übrigens auch, wie viele andere tolle Menschen, auf meinem Discord. Link unten in der Videobeschreibung. Ich habe hier nur ein Problem, und da kann der Robert nichts dazu. Hier fehlt mir ein Stein, beziehungsweise ein Accessoire-Piece vielmehr, denn auf dem Karton hält hier der Soldat eine kleine Handgranate in der Hand, die fehlt in diesem Set. Ich habe ein paar Steine über, wir sehen es hier, ein paar Seaglamps, wie ich ja immer sage, dass Kobi früher gerne welche dabei gelegt hat, und in diesem Fall zum Beispiel fehlt mir dieser Stein hier bei einem ganz anderen alten Set, was ich auch von einem netten Freund geschenkt bekommen habe, nämlich vom lieben Austrian Brick Fan, den lieben Holger. Und dieser Stein fehlt da, und den kann ich da gleich einsetzen, einfach weil Kobi früher ein paar mehr sinnvolle Steine beigelegt hat als heute. Heute sind es ja meistens Bügelperlen oder irgendwelche Bolzen. Dann war natürlich die Anleitung geknickt, aber da kann das Set nichts zu. Es lag halt auch schon länger. Ich kann euch sagen, das Set hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Es gibt tolle Bautechniken, es gibt tolle Drucke, die sehen wir uns gleich an. Wir haben diese Holzsteine mit Maserung, aber dieses Fahrzeug zu bauen hat richtig Spaß gemacht. Mal ganz andere, ältere, erfrischendere Bausteps. Ich habe zwar schon viel Kobi gebaut, leider noch nicht so viel altes Kobi, wie ich möchte, aber hier diesen Baustep mit den Schutzblechen, den Kotflügeln, den Baustep 19, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich bin dabei, euch immer mehr alte Kobi-Sets vorzustellen. Ihr seht ja auch immer im Hintergrund, jetzt wie hier bei den Kartons zum Beispiel, das sind so semi-alte Sets, aber ich gebe mir da immer Mühe, euch die Kobi Classics vorzustellen. Classics ist natürlich eh immer so ein komischer Begriff, weil diese Sets ja vielleicht erst 4, 5, 6 Jahre alt sind, aber Kobi gibt es ja auch noch nicht so lange, und deswegen definiere ich das so. Schauen wir uns die Karte an.
Die finde ich ganz cool. Hier nämlich einzeln. Da haben wir das Fahrzeug und hinten drauf haben wir alle Fakten für das Tabletop-Game. Wenn ihr irgendwo so eine Sammlung habt oder euch die vielleicht irgendwo mal kopiert habt, kontaktiert mich gerne, denn die eine oder andere fehlt mir und die würde ich mir ganz gerne nachzeichnen. Da komme ich sogar gegen die Kamera vor lauter Gänsefüßchen. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ganz cool. Da ist dieses Set nochmal abgebildet mit der Nummer und auch die Daten, ab wann es das Fahrzeug gab. Ihr seht es, 1941. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass diese 37 mm Kanone es ja auch gezogen gab. Gibt es leider nicht von Kobi, aber es gibt von Kobi die Vorbilder. Denn diese Kanone, die 37 mm Kanone, die ist nicht kein Nachbau, aber sie ist angelehnt an die Bofors-Version. Da gab es auch eine von Kobi und auch an die deutsche 37 mm Pak. Denn zu dem Zeitpunkt suchten die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. die Armee eine Pak und die haben sich halt an diese Bofors und an die deutsche angelehnt. Wie gesagt, bei diesem Set fehlt mir leider die Handgranate. Die werde ich aber trotzdem monieren, denn das Set ist ja neu und deswegen kann ich sagen, hier, das fehlt mir. Ich habe eine große Liste an Fehlteilen an Kobi. Ich habe mal gesammelt. Ich bin mal gespannt, ob das so durchgeht. Schauen wir uns mal die Figur an, weil ich finde etwas lustig, was mir aufgefallen ist. Das ist reiner Zufall vielleicht und ich habe hier auch leider von Kobi keine Bildqualitäts- beziehungsweise keine Bildvorlage, die ich euch mal zeigen kann. Deswegen zeige ich euch die Figur hier einfach mal so in der Mitte. Die Figur hat hier einen 3-Tage-Bart und eine schöne bedruckte Tasche und auch hier seinen Streifen und diese braunen gedruckten Schuhe, also Einheitsschuhe, nicht anbaubare Schuhe. Aber was ich lustig finde, ist, diese Figur hat einen 3-Tage-Bart. Wenn wir uns dann mal die Figur von dem Set, von dem aktuellen Set angucken, dann sehen wir, der Herr rasiert sich. Also vielleicht ist das eine und dieselbe Figur irgendwie, finde ich ziemlich lustig. Auf jeden Fall, wenn sie es gemacht haben, ist das ein ulkiger Gag. Hier Bart, da wird er rasiert. Finde ich gut. Also die Figur finde ich klasse, von hinten natürlich nicht bedruckt und sie wirkt halt sehr alleine hier. Man kann sie reinsetzen, das sind diese alten Kobi-Sitze. Fangen wir mal an, deswegen uns das Fahrzeug genau anzugucken. Wir sehen erstmal schön groß. Wir haben hier die Kanone, die wir leider nicht wirklich, ja, wir können sie nicht sehr flach stellen. Sie hat halt immer einen ballistischen Bogen. Sie schießt also quasi mehr in die Luft, als dass sie auf einer ebenen Bahn einen Panzer angreift. Aber trotzdem ist sie cool gebaut. Sie hat für die damalige, ich meine, wir reden rudimentäre Kobi-Bauzeit noch, trotzdem schon hier ein Rad zum Verstellen und auch hier die Rücklaufbolzen. Das gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Und wir sehen, das Fahrzeug ist wirklich groß. Also es ist so groß wie meine Hand. Seht ihr das? Da sind diese marmorierten Steine und hier tolle Drucke mit Klappen, die man wahrscheinlich auch, wenn man mockt, vielleicht für den einen oder anderen Panzer brauchen kann. Und wir haben hier schon Steine, die im Set zusammengebaut waren mit diesen Rückleuchten oder Blinkern oder Haltepunkten für Spanngurt. Ich weiß es nicht. Diese Steine lagen zusammengebaut und das könnt ihr gerne mal im Speedbild kontrollieren im Set. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben dann hier eine Klappe. Denn es waren ja ein paar mehr Leute als die 2 Sitze in diesem Fahrzeug und wir haben hier sogar ein bedrucktes Armaturenbrett, auch das ziemlich cool. Die Scheibe ist so mäßig trans, also ich habe hier aber auch nicht viele Kratzer drauf und wir haben natürlich den Stern vorne drauf gedruckt, richtig cool und mit 2 Felgen eine angedeutete Seilwinde. Und hier fast wie beim Cowboy Holster für unsere Karabiner. Und hier die gebauten schönen Kotflügel. Ich habe einen Stein gehabt, der gar nicht hält, wo ich auch gar nicht erst dachte, ist der überhaupt von Kobi? Und zwar ist das dieser Stein hier, der auch sehr rudimentär aussieht. Er wird überbaut, aber die Klemmkraft dieses Steins ist wirklich sehr, sehr schlecht. Jetzt natürlich, wo ich ihn überbaut habe, aber wir nehmen ihn mal einfach ab hier. Es steht auch hier nirgendwo Kobi drauf. Finde ich ziemlich ulkig. Er fühlt sich auch gar nicht so richtig nach Kobi an. Und ihr hört es vielleicht auch hier, wie ihr seht vielleicht auch, dieser Stein ist, obwohl er aufgenoppt ist, sehr, sehr labbrig. Und ich hatte erst überlegt, ob er fällt nicht, aber ich habe selten so einen schlecht klemmenden Stein bei einem neuen Kobi-Set gesehen. Und das Set ist ja neu, auch wenn es lag. Klar geht auch natürlich, oder gehen auch die Weichmacher flöten mit der Zeit. Trotzdem waren sie ja alle in Tüten eingeschweißt. Oh, jetzt habe ich es verkehrt rumgebaut. Aber trotzdem ist dieser Stein hier sehr, sehr locker. Ich dachte, ich könnte euch das jetzt zeigen, dass er runterfällt. Habe ich so von Kobi also noch nie gesehen. So einen schlechten, klemmenden Stein bei einem neuen Kobi-Set. Und da fällt er mir fast runter. Naja, so, wir lassen es so.
Also, da drinnen nochmal die zwei Sitze, einen Schalthebel, ein Lenkrad, Rückspiegel und vorne dieser Kühlergrill gebaut mit Bracket-Bauweise. Und hier an den Seiten auch so Details wie hier, ich weiß nicht, ob das der Tankdeckel ist. Und mir ist ein Karabiner schon rausgefallen. Hier der Halfter, Holster für den Karabiner. Jetzt hier natürlich muss ich nochmal ordentlich zusammenbauen. Aber ja, ich finde, auch hier die Axt ist cool. Ich finde dieses Set für die damalige Zeit schon so viele Drucke, richtig cool. Der Maßstab ist halt, naja, Kobi hat da ja immer irgendwie so ein bisschen gewürfelt. Ich wollte euch Panzerjäger vorstellen der Vereinigten Staaten von Amerika. Zwei habe ich jetzt schon, nämlich einmal hier, das Video hierzu findet ihr auch oben auf dem i, und unseren Fargo. Natürlich werden wir auch noch den neueren besprechen, dann können wir beide mal vergleichen. Und auch hier hinten seht ihr noch, da wartet ja auch nochmal der M3 Gun Motor Carriage. Der wartet ja auch nochmal, auch als Panzerjäger zu bezeichnen, das Fahrzeug. Also hier wird es noch einiges zu sehen geben zum Thema Kobi, zum Thema alte Kobi-Sets und auch zum Thema amerikanische Panzerjägerfahrzeuge. Ihr bekommt unseren M6 Fargo aus dem Hause GMC mit der 37 mm Kanone jetzt noch einmal im Detail und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen bekommt ihr hier noch einmal Detailbilder in Bewegtform 360 Grad, damit ihr nochmal von allen Ecken und Seiten euch das Fahrzeug, unser Kobi-Set 2387, genauer anschauen könnt. Gerne schreibt mir eure Meinung zu diesem Set unten in die Kommentare. Habt ihr es vielleicht auch damals gebaut? Freut ihr euch auf die neue Version? Habt ihr die neue Version? Lasst mich das gerne wissen. Ich tausche mich gerne mit euch über Kobi, über Klemmbausteine aller Art aus. Was ich aber gerne mal von euch wissen würde, und deswegen weise ich ja immer gerne auf die Kommentare hin, ist der Fakt, dass ich ja Fakten euch erzähle. Ich erzähle viele Fakten und manchmal weiß ich gar nicht, ob es vielleicht für euch sinnvoll wäre, dass ich euch diese Fakten mal aufliste. Also eine Art Inhaltsverzeichnis, über welches Thema wir hier schon auf meinem Kanal geredet haben. Es ist ja immer eine quasi 50-50 Aufteilung. Die Klemmbausteine, die uns quasi hier als Vehikel dienen für die Fakten und umgekehrt die Fakten zu den Klemmbausteinen. Also wenn ihr da irgendwie ganz gerne mal eine Auflistung hättet, wenn ich vielleicht auf einer Webseite präsentiere oder einen Linktree oder wie auch immer oder auf einen Cloud-Speicher, wo ihr einfach seht, zu welchem Thema ich schon etwas gesagt habe. Wenn ihr das gerne hättet, schreibt mir es gerne mal in die Kommentare, denn ich bin mir da nicht so ganz sicher und würde da ganz gerne auf eure Meinung bauen, liebe Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass der Blockstar neue T-Shirts designt in seinen Merch-Shop hat. Schaut doch mal, dieser kleine Panzer, der sieht doch ziemlich niedlich aus, oder? Und der kann doch vor allen Dingen keiner Fliege was zuleide tun. Vielleicht anderen Panzer, aber keinen Fliegen. Egal, Freunde, wir wollen nicht über Fliegen reden, wir wollten über Panzer reden, beziehungsweise über Panzerabwehrkanonen. Hier unser M6, unser Fargo, unser GMC mit der besagten 37 mm Kanone. Ein Set, das man eigentlich nur überschreiben kann mit Maßstab, Fragezeichen. Zum Glück hat ja Kobi jetzt im August 24 bzw. im Juli die neueste Version, die 3116 im Maßstab 1:35 rausgebracht. Freut euch auf das Video, dann werden wir beide Versionen einmal vergleichen. Aber dieses Set hat mich schon immer getriggert, denn die Panzerjäger, die amerikanischen, die haben es mir ein bisschen angetan und ich werde hier euch alle aus dem Hause Kobi vorstellen, denn Kobi hat alle, die es im Zweiten Weltkrieg gab, ja auch als Sets umgesetzt. Es gibt ja noch einiges, lohnt sich dran zu bleiben, gerade hier in dieser kleinen Kobi Classics Serie. Denn wenn Kobi neue Sets rausbringt, macht es auch immer mal Spaß, finde ich, in die Zeitmaschine zu steigen und sich die vergangenen Sets anzugucken. Und bei Kobi muss man ja schon jetzt hier bei 6 Jahren schon von Retro und Vintage reden, denn so alt wie zum Beispiel Lego oder andere Firmen ist Kobi ja gar nicht, was das angeht. Ja, jetzt habe ich lange geschwafelt. Eigentlich wollte ich euch nur sagen, schreibt mir eure Meinung zum Set, zu der alten Version unten in die Kommentare. Und wenn ihr dort vorbeilunzt, schaut auch gerne mal die Infos zum Set an, die ich dort immer reinschreibe. Ihr habt mit Glück eine Bauanleitung, die ihr da findet.
und noch Quellverweise bzw. Infos zu anderen Kanälen oder zu Artikeln, wo ihr Infos zu diesen Fahrzeugs bekommt, beziehungsweise auch immer ein Partnerlink zu meinem Partnershop, ein Affiliate-Link, wo ihr sogar 15% mit einem Rabattcode sparen könnt. Stand jetzt im August 24. Also es lohnt sich dort vorbeizuschauen. Wenn ihr kostenlos abonniert, wäre noch cooler und mit mir natürlich einen Kommentar schreibt. So habe ich ja das ganze Gespräch angefangen. Ja, hier kann ich zum ersten Mal so richtig sagen, da wir ein Auto haben, Freunde, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.